Müll-One-Projekt steht dafür, konsequent langlebige Produkte zu schaffen, die ökologisch, ökonomisch, funktional und ästhetisch hohen Ansprüchen genügen und vor allen Dingen zeitgemäß sind. Entwickelt, konstruiert, hergestellt und vermarktet werden die Müll-One-Produkte von weltweit anerkannten Fachleuten, die mit vielen erfolgreichen Produkten ihre Kompetenz belegen können. Vorrangig sind es derzeit Kaffeemühlen, die von Hand betätigt werden und aufgrund des hervorragenden Edelstahl-Kegelmahlwerks ein Optimum an Qualität bieten. Alle verwendeten Materialien und Bauteile bieten ein hohes Maß an Nachhaltigkeit. Die Produkte sind wertig, funktional, langlebig, reparierbar und haben einen hohen Wiedererkennungswert. 3 manuelle Kaffeemühlen bilden den Anfang der Müll-One-Kollektion, die jeweils als Komplettset zusammengestellt werden und somit quasi ein Startpaket darstellen. Die 3 Modelle unterscheiden sich ausschließlich dadurch, dass das runde Gehäuse des Standardmodells Definite einen Durchmesser von 60 mm, das handliche Modell Compact 50 mm und das ebenfalls 60 mm durchmessende Gehäuse der Advanced eine andere Mahlwerksverstellung hat. Die Kaffeemühlen sind derzeit mit 2 unterschiedlichen Gehäuseoberflächen erhältlich, gebürstet und mattiert. In Kürze werden andere Oberflächen und Farben ergänzt. Exemplarisch entpacke ich das Standardmodell Definite in mattierter Ausführung. Für die Verpackung werden ebenfalls möglichst ökologische, nachhaltige Materialien und Verfahren verwendet. Die digital bedruckte Papphülle aus Recyclingpapier und die komplette Holzschatulle bestehen aus MDF HLS und sind somit auch extrem umweltfreundlich. Unter der Papphülle liegt auf dem Deckel das Welcome Set, das die zweisprachige Kurzanleitung und die Produktbeschreibung in Deutsch und Englisch beinhaltet. Durch Herausschieben des Deckels öffnet man die Schatulle. Die Bestandteile des Starterpakets liegen übersichtlich in ihren Fächern. So entnimmt man die Kaffeemühle. Die Kaffeemühle hat zum Schutz und für den Transport eine Manschette aus Klettmaterial, die ebenfalls die Drehkurbel umschließt. Das angeschraubte Auffangglas hat eine mattierte Oberfläche. Der Schraubdeckel für dieses Glas liegt dabei. Man entnimmt den Drehknauf und steckt ihn auf die Kurbelachse. Ein zweites Auffangglas, das aus klarem Glas besteht, wurde mit Reinigungsgranulat befüllt. Entleert man das Glas, dient es ebenfalls als Auffangglas, das ebenfalls verschlossen werden kann. Dann entnimmt man die einfache Feinwaage. Nimmt das Auffangglas, stellt es auf die Feinwaage, stellt diese Waage an, steht dann auf 0. Hat man jetzt die gewünschten Kaffeebohnen zur Hand, kann man sofort mit dem Ausprobieren der Mühle anfangen. Ich wiege jetzt mal 10 Gramm ab
ziehe die Kurbel ab, nehme das Glas, entleere es, schraube das Auffangglas an, setze die Kurbel auf und habe jetzt vergessen, den Mahlgrad einzustellen. Der ist nämlich voreingestellt an der Mühle auf einen Wert von 20. Das entspricht ungefähr einem mittleren Espresso-Mahlgrad. Und dieser Wert 20 ergibt sich aus der sogenannten Nullstellung heraus. Das heißt also, das Mahlwerk wird mittels des Verstellknaufs auf 0 gestellt. Das heißt also, ich mache das mal. Das heißt also, jetzt ist quasi das Mahlwerk blockiert und ich habe hier unten, kann ich ablesen, einen Wert 0. Um jetzt mahlen zu können, muss ich das Mahlwerk öffnen. Das heißt also, ich muss einen Einstellwert, den ich der Mahlgradtabelle in der Kurzanleitung entnehmen kann, einstellen, um eben mein gewünschtes Extraktionsverfahren und den gewünschten Mahlgrad zu erreichen. In diesem Falle öffne ich jetzt das Mahlwerk mit einer Umdrehung wieder auf 0. Das entspricht dem Wert 10. Dort beginnt das Mahlwerk noch gar nicht zu mahlen. Es ist noch gar nicht weit genug geöffnet. Ich öffne es weiter und ab dem Wert 16, 17, 18 könnte man anfangen zu mahlen. Das entspricht einem extrem feinen Mahlgrad. Und wie gesagt, die Mühle ist voreingestellt auf einen Wert von 20. Das ist der Bereich, der dem Espresso-Mahlgrad für eine Siebträgermaschine entspricht und den ich nach Testen nach oben oder unten verändern kann. In diesem Fall stelle ich noch weiter und wähle jetzt den Mahlgrad 28. Das entspricht ungefähr dem Handfilterverfahren mit einem Papierfilter. Dazu drehe ich das Rad weiter bis auf den Wert 8. Zwischen den Werten habe ich immer noch eine Zwischenstufe. Das heißt also, ich könnte jetzt auch 27,5 oder 28,5 wählen und habe so die Möglichkeit, punktgenau zu mahlen. Und reversibel. Das heißt also, ich kann den Mahlgrad auch nach grober Verstellung, wenn ich zwischen Filterkaffee-Mahlgrad und Espresso-Mahlgrad wechsle, relativ einfach hin und her drehen. In diesem Fall habe ich jetzt auf Handfilterverfahren mit dem Papierfilter eingestellt, 10 Gramm in die Mühle eingefüllt, den Mahlgrad jetzt auf 28 eingestellt und kann jetzt anfangen zu mahlen. Das mache ich schwungvoll, indem ich beide Arme mit einer Drehbewegung gegeneinander versuche zu stabilisieren. Nicht die Mühle krampfhaft festhalten, sondern eine dynamische Drehbewegung zu entwickeln. Das kann man auch gerne mit einer leeren Mühle erst testen, dass man den Bewegungsaufwand hat und auch mit einer Geschwindigkeit, die das Hakeln verringert. Also nicht zu langsam, sondern immer mit etwas Schwung mahlen. So, jetzt habe ich die ganze Sache durchgemahlen und habe einen Mahlgrad, der dem Handfilter-Mahlgrad entspricht. Kann dann natürlich das Pulver in meinen Papierfilter einfüllen und dann eben mit heißem Wasser den Aufguss machen. Jetzt kann ich natürlich nach Gebrauch der Mühle alles wieder verschließen, zusammenbauen, kann die Kurbel wieder abziehen, kann die Manschette umwickeln, damit die Mühle wieder geschont ist, kann das Ganze dann wieder zurück in die Schatulle packen oder wenn ich die Mühle mal mitnehmen möchte in den Urlaub oder anderswohin, kann ich den Knauf in das Glas tun, die Kurbel an die Manschette und habe so die mitnahmebereite Mühle. Die anderen Utensilien kann ich schon in die Schatulle packen und dann sind sie halt griffbereit für das nächste Mal.